Willkommen zu unserem heutigen Seminar, Webinar der internen Kommunikation und KI. Ich möchte mich als erstes mal selbst vorstellen. Mein Name ist Peter Mastnak. Ich bin bei der Solvion als Solution Architect tätig, mittlerweile seit 10 Jahren. Ich kümmere mich größtenteils um Intranet-Themen und darf da schon seit einiger Zeit gemeinsam mit der Selina an einem Projekt arbeiten oder an mehreren Projekten. Deswegen würde ich dich jetzt noch bitten, dass du dich vorstellst. Ja, mein Name ist Selina Erdkönig. Ich bin Content und Communication Manager bei der Knap AG und bin dort verantwortlich für jegliche internen Kommunikationsthemen, alles was rund um Unternehmen und die Mitarbeiter betrifft und somit auch fürs Intranet. Und heute haben wir noch einen Gast bei uns, der weit angereist ist und der extra zu uns ins Studio gekommen ist. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dich zu begrüßen. Ja. Hi Peter, hallo Selina, guten Morgen zusammen. Ich heiße Jarvis Horst, ich bin der Senior Product Manager für Internetlösung, Fresh Internet und ich freue mich, heute hier mit euch zu sein. Wir freuen uns auch. Wir möchten uns im Endeffekt 3 größeren Themenblöcken widmen. Wir wollen die jetzt einfach mal durchgehen und versuchen, unsere Meinungen da abzugleichen und dann einfach einen Konsens zu finden, ob wir Fragen beantworten können, ob wir einfach in die Zukunft schauen müssen. Und das erste Thema, das wir uns vorgenommen haben und uns gemeinsam ausgearbeitet haben, war im Endeffekt, wie wird die KI in der internen Kommunikation eingesetzt? Welchen Mehrwert und welche Herausforderungen sehen wir da? Und da jetzt mal vielleicht als erstes, weil es bei dir am plakativsten ist in der Verwendung, wie nutzt denn ihr die KI in der internen Kommunikation jetzt vielleicht schon? Also ich selbst in meinem Beruf oder die? Genau. Ja, also in meinem Beruf selbst nutze ich die KI hauptsächlich, also wir haben Copilot eigentlich nur intern in Verwendung. Jegliche externen öffentlichen KIs sind bei uns bezüglich Arbeit nicht erlaubt. Das heißt, ich verwende Copilot hauptsächlich dafür, dass wir Texte erstellen eigentlich, Zusammenfassungen generieren, mir Content von verschiedenen Events etc. einfach nochmal hole, weil viel ja wieder bei uns wiederholend ist und mir dann einfach so auch wieder neue Ideen generiert teilweise Okay. auch. Also auch zum Brainstorming verwenden wir sehr gern für neue Eventserien, neue Kommunikationsaktivitäten, die Benennung, der Ablauf, einfach zur Ideengenerierung, ja. Also zum großen Teil eher kreativ. Genau, eigentlich eher kreativ, konzeptionell, tatsächlich dann schon ein bisschen zum Ausformulieren vielleicht, bleibt aber konzeptionell bei uns großteils noch ohne KI eigentlich. Und ihr habt ja verhältnismäßig wirklich viele Redakteure. Ja, Kannst du grob bewerten, wie viele von denen tatsächlich das schon in ihren Arbeitsalltag einfließen lassen und das regelmäßig verwenden, in egal welcher Ausprägung? ich schätze großteils Leute, die aber schon viel Content generiert haben, dass sie es eher weniger verwenden tatsächlich, weil sie es gewohnt sind. Wir haben auch Editoren von der IT, von unterschiedlichsten Bereichen, die was vielleicht eher technischer geprägt sind, aber wir wollen die Informationen direkt raus haben aus den Abteilungen. Und da merkt man durchaus ein bisschen, ich würde nicht sagen vielleicht Verbesserung, aber Veränderung vom Textuellen her. Also vielleicht, dass sie es da in dem Sinne auch zu Anpassungen etc. verwenden, merkt man schon. Okay. Aber wie viel jetzt? Ich glaube, sie verwenden es alle ein bisschen, weil unsere Editoren doch eher diejenigen sind, die die Tools auch sehr gerne ausreizen. Ja. Gibt es da internen Austausch zwischen den Editoren darüber, wo sie es verwenden, wie sie es verwenden? Ja, also wir haben ein Teams-Team nur für die Editoren und dort dürfen sie sich natürlich ganz normal austauschen. Wir haben auch Info-Sessions, wo wir immer wieder solche Themen vorstellen, wie sie es gut nutzen können. Und dann haben wir noch eine eigene Community, die was jetzt aber nicht nur für Editoren sind, sondern alle, die was KI bezogen arbeiten oder sich einfach nur daran interessieren, egal ob jetzt mit spezifischer Lizenz oder nicht. Und dort können sie sich auch noch austauschen und wir posten da immer wieder die Neuigkeiten rein. Also in dem Sinn wird es von uns ein bisschen gepusht und aber auch sehr viel auf den Austausch untereinander gesetzt. Okay. Nachdem
deine Firma ähnlich groß ist wie uns oder nicht annehmen, dass ihr jetzt so viel interne Kommunikation macht. Ich verwende es für interne Kommunikation, wenn ich meine schreibe, bei uns ja auch. Einfach um die Texte, die ich jetzt schnell runtertippe, zu vereinfachen. Aber vielleicht kannst du noch einen Einblick geben, A, mal, gibt es das bei euch, verwendet ihr es selber? Und dann B, du siehst das ja bei euren Kunden. Ja. Welchen Mehrwert kann es da generieren? Ja, also auf jeden Fall. Also ich persönlich benutze es auch für den Inhalt, was ich generiere. Also den Fall, den ich bevorzuge, ist, als erstes generiere, also schreibe ich den Text selber und dann benutze ich KI, um das zu verbessern. Ja, das mache ich auch meistens. Mein Lieblingsfall. Aus der Sicht der Kunden, wir haben eben eine Internetlösung und ich sehe, dass es sind zwei verschiedene Anwendungsfälle. Als erstes benutzen die Leute, um den Inhalt insgesamt zu generieren. Und dann gibt es auch noch den Fall, wo man das unterstützend hernimmt. Zum Beispiel, du hast jetzt den Text selbst verfasst und du willst du nimmst AI daher, um den Titel zu generieren oder vielleicht eine Zusammenfassung, also in den Blogartikel oder in deinen Newspost auch noch platzierst. Oder vielleicht ein Anwendungsfall, dass du Metadaten, vor allem in den SharePoint-Umfeld, du benutzt eine AI, um die Metadaten zu generieren. Das ist zum Beispiel ein Fall, was wir in unserer Lösung abgedeckt haben. Und dann sind wir bei den Mehrwert, dann unterstützt du die Leute mit diesen kleinen Aufgaben, die teilweise auch ein bisschen schwer oder manchmal vergisst man das. Ne? Also wenn man den Text generiert, man pflegt die Metadaten nicht, was in SharePoint auch dann mehrere Vorteile haben, wenn du gepflegt hast und dafür die Findbarkeit der Inhalt unterstützt. Also das ist ein Mehrwert, den ich sehe, so die Spaßzeit und können Leute dann mit gezielten Aufgaben unterstützen. Vielleicht, dass ich noch was ergänze. Ja, sicher. Ich finde auch ein großer Mehrwert ist bei der ganzen Ding, dass die KI einfach auf den Punkt kommt teilweise. Ja. Viele Leute tun sich, glaube ich, schwer, wenn sie es nicht gewohnt sind, Content zu kreieren. Einfach, dass sie keine elendslangen Sätze bilden und in ihren Fachjargon bleiben, weil das ist ja auch oft schwierig, dass man da ein bisschen rausbricht, nicht so viele Abkürzungen verwendet, nicht so technisch wird, zum Beispiel in unserem Fall auch oft. Und so mit diesen Aufzählungspunkten, die auch typisch sind für die KI, hilft mir ein bisschen, das ein bisschen einfacher runterzubrechen, glaube ich, und gibt ein bisschen einen Ansatz wenigstens, wie man es schnell und einfach die wichtigsten Punkte hervorschreibt. Ich glaube, das ist eine irrsinnige Hilfe, weil sich viele sonst im Detail, wenn es nicht zu notwendig ist, verlieren einfach. Das ist, was ich persönlich oft sehe. Ich schreibe meine Gedanken mittlerweile einfach lose auf. Die sind in keiner Reihenfolge zwangsläufig, aber ich kann das sehr schön dann im Endeffekt mir helfen lassen, so zu strukturieren, dass es jemand anders auch versteht. Jetzt haben wir da zweimal weitergeklickt, weil ich mit meinem Oberschenkel angestoßen bin. Aber das ist meiner Meinung nach auch eine der Schwierigkeiten, oder wo es für mich spannend wäre zum sehen, was ihr zwei dazu sagt. Jetzt gibt es diesen Begriff mit AI-Slop mittlerweile, wo einfach davon gesprochen wird, dass die AI viele Dinge dazu erfindet oder im Endeffekt aus meiner Information mehr macht, als es eigentlich ist. Mein Gedanke ist ja sehr oft, bei interner Kommunikation brauche ich nicht immer einen Prosatext. Das muss kein Briefformat sein, kein elendslanger Text, wer Zeitungsartikel, der alles erklärt, weil die Kommunikation ist intern, das heißt, da ist viel implizites Wissen vorhanden und ich will meistens oder manchmal vielleicht auch nur ein paar wenige Sätze weiterbringen. Jetzt ist mein Thema, was ist, wenn die Person, die diesen Text verfasst und diesen Text kommunizieren will, eigentlich nur eine Kleinigkeit kommunizieren will, das der KI gibt. Die KI macht so einen riesen Absatz draus. Am anderen Ende sitzt jemand, der kaum Zeit hat und das durchlesen soll. Der nimmt wieder die KI, dass sie ihm das auf 2 Sätze runterbricht. Und dazwischen kann ich nicht gewährleisten in deiner Rolle, dass ich mir sicher bin, dass das, was der schicken will, auch bei dem, der es empfängt, ankommt. Ja. Also bei AI-Slop, da geht es um die Überflutung von generierten Inhalten, also in den Webseiten oder Social Network. Und das ist ein guter Punkt. Also die Gefahr da ist, dass man halt die Authentizität verliert. Ja. Also du gehst auf LinkedIn, ich glaube, es ist mittlerweile ersichtlich, und dann hast du halt viel Inhalt da, die AI generiert sind, KI generiert sind. Und spannend finde ich auch, wenn du dann Kommentare dann hast, die ebenso
generiert sind. Dann überlegst du, wer kommuniziert mit wem hier. Ne? Du hast so zwei. Und für wen? Ja. Wofür passiert das Ganze? Ja, also wir geben unseren Leuten auch immer mit, dass sie nicht zu überkommunizieren sind. Also transparente Kommunikation, ja, viel Kommunikation auch gut, aber das zu sehr auszuschmücken mit, ich sage dann immer, macht jetzt wirklich Sinn? Oder hast du selber nicht in einem Satz, bevor du den Prompt schreibst, selber als News verfasst? Also das war immer so ein bisschen, wie stark will ich die KI da wirklich einbinden in Themen, wo sie vielleicht dann nicht braucht, nur dass der Satz um ein Mühe besser klingt. Seht ihr Möglichkeiten, dass Sie den Leuten, die diese Kommunikation verfassen, irgendwas an die Hand gibt, dass sie das aus der anderen Perspektive noch einmal betrachten können, als dass Sie sich reinversetzen und vielleicht, ich weiß nicht, die KI selber noch mal prompten mit, was will denn der mir eigentlich sagen? Oder habe ich da dann in dem Arbeitsalltag als Redakteur einfach schon viel zu viel zum Tun von, es ist eine Zeile, die ich kommunizieren will und ich schreibe 5 Prompts, bis ich mal dort bin, bis es mir passt, was ich rausgeben will. Ja. Und dann schreibe ich nochmal 2, 3, bis ich weiß, was kommt beim anderen an. Ich glaube, da ist Testen halt das Beste, was man machen kann. Also wo hilft es mir wirklich? Mhm. Und am Anfang fließt sicher mal mehr Zeit rein, als wie es mir vielleicht erspart. Und dann weiß ich irgendwann, da kann es mir helfen, da brauche ich sie nicht. Und ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nach Aufgabenbereich, je nach auch was will ich kommunizieren. Ich glaube, da gibt es ganz viele Unterschiede einfach und da muss man am Anfang sicher ein bisschen Zeit reinstecken. Kurz zu den Herausforderungen. Seht ihr eine Gefahr, dass Informationen irrelevant wird, wenn alles irgendwie KI generiert ist? Dass man einfach drüber scrollt, weil ja. Schau mal in das private Umfeld, dort wo du ein Newsfeed oder Informationen hast, wo du weißt, dass viel KI drinnen ist. Ja, sehe schon. Ja. Und du hinterfragst wahrscheinlich auch oft, inwiefern das echt so gemeint ist, wie es da drinnen steht, inwiefern das authentisch ist, wie du sagst. Ich glaube auch nicht nur beim Schreiben, sondern auch so videogenerierten. Da finde ich, ist es ganz extrem, dass Leute sofort abschalten, oft bei KI oder KI-Themen. Das haben wir, also das fällt mir selber bei mir auch auf, wenn ich merke, das Video, das merkt man derzeit großteils noch. Ja. Dann ist bei mir die Aufmerksamkeitsspanne durchaus geringer, als wie wenn wirklich eine Person mit mir spricht. Also bei rein Ton vielleicht nicht mehr, aber bei Video schon. Ja. Und da ist dann halt alles so dieses Ausformulierte und wenn es immer, man weiß nicht mehr, wer hat das jetzt wirklich erstellt und es steckt Arbeit, aber ist das jetzt alles so richtig? Da ist immer mehr Skepsis dabei, als wie ein Mensch erzählt mir die Dinge tatsächlich. Auch wenn man dann natürlich auch nicht alles glauben soll, aber... Ist klar. Wenn wir jetzt das erste Thema, das wir uns mitgenommen haben, nochmal betrachten wollen, sehen wir einen Haufen Mehrwert aus meiner Sicht, der gestiftet werden kann. Wir sehen Zeitersparnis, wir sehen Kreativität, wir sehen die Möglichkeit, dass Leute wie ich so kommunizieren können, dass es beim anderen auch so ankommt, dass die das verstehen, was ich wirklich sagen will, wenn ich mir oft irgendwo vertiefe. Wir haben aber jetzt auch einige Sachen gesehen, wo einfach Herausforderungen gegeben sind, mit denen man umgehen lernen muss und mit denen man im Alltag vielleicht schauen muss, inwiefern man das besser hinkriegt und übt, was uns zu unserem zweiten Thema führt, dem Change Management für eine erfolgreiche KI-Einführung in der internen Kommunikation haben wir es genannt. Und was wir uns da als Hauptthema mitgenommen haben, war die Frage, welche Tools können verwendet werden, welche sollten verwendet werden, wo seht ihr Vorteile, Nachteile, welche Risiken habe ich, wenn ich in meinem Unternehmen jetzt auf einmal irgendwas Öffentliches verwenden lasse. Ja. Vielleicht kannst du da mal zuerst den Einblick geben. Das ist ein guter Punkt. Und das ist verführerisch auch. Ne? Also öffentliche KIs zu benutzen, die stehen allen zur Verfügung, auch verschiedene Varianten, Anbieter. Und die sind meistens auch ganz vorne technologisch. Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man, also wobei auch, man muss auch da sagen, also wenn wir in dem Microsoft-Umfeld schauen, ich glaube, Microsoft macht es ziemlich gut, die sind ziemlich schnell da, das abzugleichen, was in Funktionen angeht. Aber also gut, also wir haben dann öffentliche KIs wie ChatGPT und dann haben wir die private KIs wie Microsoft 365 Copilot.
ich glaube, da geht es vom Unternehmensstrategie aus. Also wie will ich das für meine Mitarbeiter ausrollen? Am besten fügt man auch Policies, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter öffentliche KIs benutzen. Das ist der Fall bei mir im Unternehmen zum Beispiel. Da ist ChatGPT blockiert und dann müssen wir Copilot benutzen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber man hat natürlich die Gefahr, ne, dass wenn auch privat und auch beruflich, wenn ich KI, also öffentliche KI benutze, dann den Inhalt, den ich da oder Interaktionen, die ich mit KI habe, da können diese Daten auch daher genommen werden, um KI zu trainieren. Will ich das für meine privaten Informationen? Will ich das als Unternehmen? Meistens nicht, ne? Weil die Daten werden benutzt und wer weiß, wie die benutzt werden. Also werden die erscheinen für jemand anderes. Das ist so eine Gefahr. Ich glaube, da sollte man aufpassen. Ne? Eine andere Sache bei private KI, wenn ich jetzt Microsoft 365 Copilot habe, was ich glaube, viele nicht wissen, ist, wenn ich eine Microsoft 365 Lizenz habe, dann habe ich automatisch auch Copilot, ne, den Copilot Chat. Und dann ich habe die gleichen Vorteile, die ich auch mit einer privaten KI habe, aber in dem Unternehmensumfeld, wo die Daten nicht dahergenommen werden, um KI zu trainieren. Welche Möglichkeiten siehst du für jemanden, der Content erstellt, zum Beispiel in einem Fall wie News-Erstellung, wenn er das Tool schon hat? Wenn man das so schon hat, genau. Also ich habe das schon in meiner Lizenz von Microsoft habe ich eben schon Copilot und ich kann zum Beispiel für Ideenfindung oder Brainstorming oder eben auch den Inhalt zu generieren oder zu verbessern. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man den Leuten das auch mitgibt, dass man weiß, sie können es ja trotzdem noch verwenden. Also weil zum Beispiel bei uns ist es auch, also wir dürfen ChatGPT auch nicht verwenden im Unternehmenskontext, weil wir ja auch eine andere interne Art von KI haben mit Copilot. Aber wir sagen dann auch schon dazu, oder man sollte auch dazu sagen, wir wissen, ihr könnt trotzdem euer Handy hernehmen und da Sachen reingeben, aber ich glaube, die Gründe sind dann ganz wichtig, dass man das den Leuten wirklich aufzeigt, was da für Schaden entstehen kann, wenn man sowas in so ein Freeware-Tool im Endeffekt reintextet oder die Informationen und ab welchem Grad das dann schon Auswirkungen haben kann. Einfach, ich glaube, das ist richtig wichtig und deswegen ist bei uns die KI zum Beispiel ein ganz großes Thema in die ganzen IT-Security-Schulungen und etc. Ich glaube, da kann ich jetzt noch ganz gut ergänzen, weil wir irgendwo so zwischen euch stehen von unseren Policies. Wir haben dahingehend nämlich, ich denke, glaube ich, gar keine, aber vielleicht kriege ich dann im Nachgang zu dem Video noch irgendwas gesagt. Wir können verwenden, was wir gut finden. Wir sind da natürlich schon recht lang dabei. Wir verwenden die Tools dort, wo wir ihre Stärken sehen. Wenn ich jetzt das interne quasi, die interne KI mit dem Copilot verwende, dann habe ich da ja einen riesen Vorteil, weil ich im Endeffekt alle die Daten, die ich sowieso zur Verfügung habe, im Hintergrund nochmal habe. Das heißt, das ist einfach eine Wissensbasis, die ich nutzen kann. Das kann ich für interne Kommunikation verwenden, was ich persönlich ja auch hin und wieder mache, wenn ich in unserem Intranet irgendeinen Post schreibe oder wenn ich einen Teams-Thread starten will, wo ich mehrere Leute informieren will. Ich habe all diese Informationen schon zur Verfügung und ich muss dann nicht von blank starten. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang jetzt nicht besprochen, dass ich auf einer weißen Page starten kann. Aber das ist für mich keine weiße Seite, auf der ich wirklich starte. Was ich damit sagen will, und das führt uns jetzt eigentlich zu der zweiten Frage, die wir in dem Rahmen da gesehen haben, ist, ich muss schon sehr genau wissen, wann nutze ich welche KI und welches Bezahlsystem von mir ist oder welchen Endpunkt, um welchen Mehrwert zu generieren, weil für Bildgenerierung oder was ich öfters mache, ist, dass wir uns wirklich, du kennst das, so kleine HTML-Seiten zusammenbauen, in denen wir wirklich Informationen weitergeben wollen. Da bin ich mit Copilot nicht gleich stark wie in anderen Dingen. Da hole ich mir von dort auf jeden Fall mal einen Vorschlag und befülle dann im Copilot echt die Echtdaten erst rein und generiere mir damit dann diesen Mehrwert. Das ist jetzt sehr speziell und vielleicht für die interne Kommunikation da eine Spur zu weit gegriffen, aber einfach um zu zeigen, ein Mix kann es auch sinnvoll sein. Ja. Ich muss mich nicht auf eines versteifen und du kannst es ja auch nicht wirklich verbieten, weil am Handy, wenn es jemand privat nutzt, kann er genauso reinfragen. Man kann aber den Leuten, und ich glaube,
das ist dann der nächste Punkt. Wie bringe ich die dazu? Welche Möglichkeiten habe ich, dass die den Mehrwert erkennen, wenn sie die Tools nutzen, die ihr im Endeffekt schon im Unternehmen habt? Ich glaube, dieses ganze KI-Thema, das was jetzt so in den letzten 1,5 Jahren auf uns eingeprasselt ist eine der schnellsten Kulturwandler in Unternehmen im Endeffekt, weil Unternehmenskulturen sind ja meistens stark verankert, sie ändern sich, sie passen sich an. Aber das ist echt ein Riesenwandel auch in der Kultur und in der Zusammenarbeit im Endeffekt. Und da so schnell darauf zu reagieren, ist halt auch für uns eine Herausforderung, aber natürlich auch nochmal für die Leute, die wollen, die Leute reagieren ganz unterschiedlich drauf. Also so die einen super neugierig und wollen am besten alles testen, wo man dann eher ein bisschen einbremsen muss und aber auch für sich nutzen kann, das Interesse. Wo Leute dabei sind, die ganze Prompt-Books schreiben und was natürlich auch für uns als Unternehmen wieder cool ist zum Mitarbeiten oder als Persona. Aber dann gibt es halt auch Personen, die wollen gar nicht damit arbeiten, aber kommen halt dennoch immer weiter mit denen in Berührung und müssen irgendwann vielleicht damit wenigstens den Umgang lernen, ob sie es jetzt mega verwenden oder nicht, aber sie müssen wenigstens wissen, was das ganze Tool kann und warum ich keine Freeware-Tools zum Beispiel verwenden darf. Und deswegen ist das ein riesen Kulturwandel und wir machen das jetzt ein bisschen Step by Step und ich glaube, das ist auch das Richtige, die Leute nicht zu sehr damit überfordern und auch sie nicht zu zwingen, das zu nutzen, aber auch ihnen das nicht ganz vorzuenthalten. Ich glaube, man muss da so eine gute Mischung finden. Wie macht ihr wie informiert ihr die Leute, die das jetzt nicht wollen? Macht ihr eine Informationskampagne, die jetzt von dir, von der Kommunikation ausgeht? Ist das was die IT steuert, weil IT-Sicherheit sehr nah dran ist? Wie wichtig ist, dass ich die Leute, die sich damit schwer tun, die es nicht unbedingt nutzen wollen jetzt, davon überzeugt, dass sie zumindest verstehen müssen, wofür sie es nutzen können, was es ihnen für Vorteile bringt? Wir arbeiten da, also die Kommunikationsabteilung sehr eng mit der IT zusammen, sehr eng mit der Unternehmensentwicklung. Also wir schauen, dass wir da so ein bisschen ein Dreieck haben, dass wir von mehreren Seiten rangehen, weil jede Abteilung, jeder Bereich hat ein bisschen anderes Gefühl oder Gespür, was die Leute so brauchen und wollen. Und wir informieren sehr stark über das Internet, aber wir haben auch so eine Community, wo sie sich selber aus Interesse hinzufügen können und wir dann nochmal spezifischere Sachen posten als wie im Internet, aber wir kommunizieren auch über die Schulungen, also wir haben Schulungen vorbereitet, nicht nur über die Security-Schulungen, sondern auch so. Also wir unterstützen sehr stark das Interesse und pushen dann immer wieder durch verschiedene Nachrichten im Internet auch dazu, wo wir die Community noch einmal wieder bewerben, damit dass die Leute einfach freiwillig ein bisschen am Ball bleiben. Okay. Aber ich glaube eben wir holen uns also ein bisschen in Richtung, ich würde jetzt nicht sagen Power-User, aber wir schauen, dass wir aus den verschiedensten Bereichen interessierte Leute bekommen. Mit Champions, und Champions ein bisschen, und dann einfach schauen, auch in der Community, wir bieten ihnen an, dass die vielleicht ein bisschen mitarbeiten können in dieser Community oder viele Fragen stellen, beantworten können selbst. Wenn sie Einfälle haben, wie dieses Prompt-Book zum Beispiel oder andere Themen. Also das sind so Sachen, die was wir gern selber dann auch aufgreifen. Und wenn du so interessierte Leute hast, die reisen total mit. In einem Bereich. Ja. Ist natürlich, ich würde jetzt sagen, zusätzliche Arbeit für einen, weil das ist eigentlich das Interesse. Und dann schaffen das die Leute eher noch, das besser in die Arbeit, auch in die tägliche Arbeit zu inkludieren. Und wir vermitteln das schon auch so, es ist Arbeit, die zuerst reinfließt, bevor sie dir auch Zeit erspart. Also das muss man auch, glaube ich, ganz ehrlich, weil es wäre Lüge, wenn ich sage, das erspart man vom ersten Augenblick Zeit. Das ist, glaube ich, so der Wunschdenken von vielen, aber dass das nicht wirklich so ist, müssen die Leute dann teilweise, glaube ich, auch erst lernen. Also da waren ganz viele Aha-Effekte dabei. Okay. Also mal kurz, also wie wir es sehen, also es reicht nicht, das Unternehmen da hinzugehen und sagen, okay, wir wollen jetzt KI haben, unser Unternehmen, wir wollen KI-ready sein und wir kaufen jetzt, machen eine große Investition in Copilot-Lizenzen und jetzt hier mitarbeiten, da KI ist da und jetzt nutzt das. Also man braucht ein Kommunikationsteam, um die Leute eben zu zeigen und Schulungen auch, ne? So hier, das sind die Tools.
wie unterstützt ihr als Beratungsfirmen die Kunden, die Tools zu benutzen? Es gibt eben diesen Adoption-Part, also wie unterstützt ihr? Wir haben recht viele Copilot-Einführungsprojekte, mal ganz abgesehen von der internen Kommunikation, wo wir uns wirklich darum kümmern, Unternehmen an der Hand zu nehmen und an der Stelle, wo sie gerade sind, dort zu begleiten. Das kann sein, die sind gerade in der Erfindungsphase und reden mal grob drüber, dass sie KI haben wollen, wissen noch nicht, wie viele Leute sie mit Lizenzen ausstatten sollen und wie sie diesen Leuten das dann beibringen und näher bringen. Bis hin zu, die sind schon so weit, dass der Copilot vielleicht schon länger im Unternehmen ist, gut angekommen ist und die jetzt an der Stelle sind, wo sie wirklich darüber sprechen wollen, dass sie Custom Agents machen, wo ihnen wirklich Arbeitsabläufe deutlich erleichtert werden, wo wirklich ganz spezifische Intelligenz hinter dem Agent drinnen steckt, wie wir es teilweise jetzt intern wirklich schon nutzen, um uns Arbeitsabläufe jetzt nicht nur mit einem Prompt zu erleichtern, sondern wirklich nur mal was hinzuschmeißen und du kriegst deutlich mehr zurück, mit dem du dann was anfangen kannst. Sei es eine ganze Informationskampagne, die du dir da rausfährst oder um eben für den Hannes was aufzubereiten, für unser Webinar was aufzubereiten. Da gibt es ganz viel. Wie machen wir das methodisch? Wir sind da sehr nah an den Kunden dran und versuchen die, und dann kommen wir jetzt wieder auf die Kultur, im Endeffekt dort abzuholen, wo sie stehen, wie sie ticken und wie das bei ihnen funktionieren kann. Viel davon passiert sehr ähnlich, wie es die Selina im Endeffekt beschrieben hat, über Champions-Programm, über Hilfen mit den Prompts, über Schulungen, sehr viel davon passiert mit Video. Man muss Verschiedenste Möglichkeiten. Was man immer bedenken muss, meiner Meinung nach, ist der Point in Time, an dem wir jetzt gerade sind. Wer weiß, wie es in einem Jahr ausschaut. Ja, auf jeden Fall. Also wir bauen eine Internetlösung. Da geht es darum, in unserem Fall AI da zu entwickeln, wo die Leute es auch brauchen, so in dem Kontext von ihrer Arbeit. Man hat Agenten, die KI-Agent, das ist eine Variante, aber das nehme ich, also wenn ich jetzt vielleicht zu Copilot gehen muss, um KI zu benutzen, da gehe ich aus dem Bereich, wo ich bin. Also ich bin gleich in SharePoint und bin dabei, dann einen Inhalt zu generieren. Und dann gehe ich zu Copilot, bin ich in einem Agenten Copilot und da will ich dann dort AI benutzen. So unser Ansatz ist mehr, KI dort zu platzieren, wo die Leute schon sind. Also wenn ich einen Inhalt generieren will, dann habe ich KI da in meinem in dem Bereich, wo ich bin, zu unterstützen. Oder wenn ich eine Person suche zum Beispiel, dann ist KI verknüpft mit den Mitarbeiterprofilen und kann mir helfen, dann die Mitarbeiter zu finden. Das gleiche auch mit Inhalt. Das ist der Ansatz, wo wir unterstützen, Leute AI einfacher zu benutzen. Weil es schon spezifisch auf eine Datenquelle im Endeffekt hingeht und du weißt, dass du genau die Information dort kriegst. Genau. Also wenn ich nach Java suche, dann finde ich eher dein Profil und deine Fähigkeiten als alle Dokumente, die du bearbeitet hast. Genau, also zum Beispiel, wenn du suchst, ich möchte mit einem SharePoint-Expert sprechen, oder wer mag reden zum Beispiel, also solchen Sachen zum Beispiel, dann finde ich die Personen, die mit diesem Begriff zum Beispiel verknüpft sind. Cool. Aber ich glaube, das ist, weil du jetzt auch sagst, wer ist SharePoint-Experte? Das steht bei uns alle, glaube ich, nicht in die Jobprofile. Das ist so ein Thema, das ist so Metadaten, wie du vorher genau schon gesagt hast. Also wir haben auch mitbekommen, dass die Leute selbst sagen, na, sie haben jetzt einmal eine ganze Ordnerstruktur geändert und angepasst, weil sie einfach gemerkt haben, die KI holt ihnen die wichtigen Informationen, aber die sind halt teilweise veraltet oder was, aber weil die Daten nicht passen. Und das war, glaube ich, auch für viele ein guter Ansatz, auch wieder mal ein bisschen aufzuräumen. Datenhygiene, ja, also hat auch was sehr Positives in diese Richtung gehabt, dass man ein bisschen Sachen einfach mal ein bisschen ausdünnt. Wie würdest du jetzt zusammenfassen, was man zum Change Management, zur Einführung zur Unternehmenskultur mit KI speziell auf die interne Kommunikation und vielleicht Redakteure noch mal zusammenfassen können? Weil wir sind jetzt definitiv ein bisschen abgeschwiffen, haben ein bisschen mehr betrachtet. Ich glaube Richtung interne Kommunikation, dass es eben ein Riesenkulturwandel ist, dass sich Leute auf ganz unterschiedlichen Wissensstand
finden, ganz unabhängig von ihren Jobprofilen. Mhm. Und man das, glaube ich, in jedem Jobprofil interessierte Leute findet und das auch ausnutzen soll. Das Unternehmen oder im täglichen Job, als Kollege vielleicht auch, oder Kollegin. Und dass man den Leuten Plattformen geben soll, wo sie Fragen stellen können. Weil ich glaube, die Leute sind ganz interessiert und wenn es das Beste, sie stellen es intern und mehr Leute profitieren dann davon, als sie stellen es in die KI oder sie googeln oder wie auch immer. Also Plattformen, Programme und auf alle Fälle wirklich ein Konzept, wenigstens ein Grobkonzept, wie will ich die KI bei uns integrieren und wie will ich, dass die Leute sie nutzen. Und besonders, wie komme ich dann auch dorthin? Weil Okay. ein Post alle heiligen Seiten wird wahrscheinlich nicht so gut Ja, funktionieren klar. und mich ans Ziel bringen können. Vielleicht nur ergänzend, weil es unsere Zuschauer nicht wissen, aber bei euch sind ja sehr viele Leute als Redakteure tätig, deren Hauptaufgabe definitiv nicht die reine Ja. interne Kommunikation ist. So machen, glaube ich, deine Ansätze noch mehr Sinn. Ja, genau. Also es hilft uns in dem Fall auch sehr, Ja, klar. muss ich sagen, weil wir die Leute schon immer mehr in die Kommunikation integrieren. Mhm. Hilft es uns jetzt auch bei Copilot, weil die Leute da schon ein bisschen, wir haben viel mehr interessierte Leute, wir haben mehr Leute, die sich mit SharePoint schon auskennen und dadurch haben wir da schon ein bisschen mehr Multiplikatoren. Ich glaube, das ist in dem Fall das ja, was oft sehr herausfordernd ist, so viele Editoren zu haben und Content-Ersteller und Erstellerinnen, ist das in diesem Fall eigentlich sehr, sehr positiv. Ja klar, du hast mehr Multiplikatoren, du hast mehr Leute, die wirklich wissen, wie sie Ja. die Tools produktiv und sinnvoll verwenden können, anstatt nur ein paar Redakteure, die geschult sind auf dem und an die anderen kommunizieren. Und sich leicht zurechtfinden auch in den Tools dann mit Copilot, Ja, weil perfekt. sie sich ohne schon gut zurechtgefunden haben. Gut, Zeit, dass wir in die Zukunft blicken. Das ist für uns jetzt bei der KI und der internen Kommunikation jetzt natürlich wenig Technisches. Wo wird sich, wie weit können wir überhaupt realistisch in die Zukunft bei der KI schauen? Vielleicht magst du was sagen? Das was ist du schaust? spannend, ne? Weil es fühlt sich so an, alles, was wir machen jetzt, es ist schon sehr zukünftig. Ne? Also der KI an sich zu haben, ist schon sehr modern und fortgeschritten. Ich glaube, also wenn es jetzt um Kommunikation geht, ja, derzeit nutzen wir es viel, um Inhalt, also Text zu generieren. Und wir sehen jetzt aus Produktenebene, Microsoft bringt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man auch eine zusammengefasste Audioversion von Inhalt generiert und ich kann mir das anhören, anstatt nur das zu lesen oder ein zusammengefassten Text zu bekommen. Also ich glaube, dieses Podcast-Format wird mehr präsent sein, interne Kommunikation und vielleicht auch das Videoformat auch. Da ist halt die Frage zum AI-Slot dann. Macht das überhaupt denn noch Sinn? Also will man das alles so dann haben? Eine Audioversion von einer Serie von Text, aber will ich halt die Unternehmenskommunikation als ein Podcast konsumieren? Aber ich glaube, das sind Richtungen, wo das hingehen kann. Wie wichtig betrachtest du, na, wo fange ich an? Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass da tatsächlich noch ein Mensch sitzt, der dieses Video vielleicht aufnimmt oder der den Text runterspricht? Sei er von der KI generiert worden aus den Inhalten, die ich selber mache? Ich glaube, Leute brauchen Gesichter, Ja. die sie kennen am besten auch. Und es ist oft so, sei es die Führungsebene, sei es Personen, die was halt Themenverantwortungen haben, wie auch immer, die sie schon lange kennen vielleicht oder ein Gesicht haben. Und ich glaube, es ist weiterhin wichtig, diese zu verwenden. Ob man dann, ist es dann eher da, die KI jetzt nicht wirklich im Einsatz tatsächlich, eher vielleicht dann für Übersetzungen zum Beispiel. Also bei uns als internationales Unternehmen ist, wir haben eine eigene Übersetzungsabteilung etc., aber vielleicht die Stimme drüber über meine Originalton, so das sehe ich es bei uns zum Beispiel eher, als wie in kompletten Video generieren. Also auch das mit dem Corporate Design und so haben wir ja noch viele Schwierigkeiten Richtung KI, wie dass es auch wirklich das einhaltet, was wir wollen. Da ist teilweise einfach auch besser, wir fragen unsere Experten, die was das sowieso in ihrem täglichen Beruf machen, Grafiker, Videografen,
bin ich tatsächlich bei Bilderstellung etc., wenn es jetzt nicht so was Zeichnendes oder Icons ist, sehr skeptisch, weil ich glaube, die Leute brauchen Gesichter, die sie kennen oder die sie regelmäßig sehen. Denkst du, das wird so bleiben? Wenn du jetzt wirklich ganz weit in die Zukunft denkst und überlegst einfach, dass das im privaten Bereich jetzt ja auch schon so ist, dass du, wie du gesagt hast, bei gewissen Videos, bei gewissen Bildern, da siehst du sofort, das ist jetzt kein echtes Foto oder das ist keine Grafik, die jetzt jemand selber gemacht hat. Aber ich denke, das wird immer besser werden und im privaten Bereich kann ich mich dem nicht erwehren. Ich kann vielleicht den Kanal ändern und mir die Informationen woanders holen, aber wahrscheinlich Ja, oder also vielleicht. vielleicht jetzt nicht wirklich so in Menschengestalt, aber wenn man so Figuren hernimmt, die man immer wieder gleich verwendet, die was KI generiert sind, warum nicht? Also jetzt nicht aus Unternehmenssicht, sondern so als Person, wenn ich immer wieder zum gleichen Inhalt die gleichen Figuren sehe, wie ich jetzt Gesichter sehe, also so vielleicht animierte Sachen. So wie den Clippy Durchaus. früher im Wie Word. den Clip im Word. Ja, genau. Okay. Alle wollen Vielleicht- ihn zurückhaben. Ja, Ja. wieso nicht? Also solche Themen auf alle Fälle. Ich glaube, um auch nochmal vorher zurückzukommen, jetzt war immer sehr reaktiv, die ganze Kommunikation seitens KI und wie wir damit umgehen. Und wir haben noch gar nicht so in die Zukunft blicken können, also Ja. so extrem, weil wir sehr reaktiv jetzt reagieren haben müssen. Wie gehen wir damit um, weil das einfach so schnell gekommen ist innerhalb von Monaten und das ist ja sehr untypisch für so etwas, was so groß ist im Endeffekt. Ja. Und ich glaube, jetzt wird die Schwierigkeit, was wollen wir in Zukunft damit machen. Damit haben sie viele sicher noch nicht so auseinandersetzen können, weil sie jetzt erst einmal reagieren haben müssen. Die Möglichkeiten werden eigentlich immer mehr. Also das ist das Gefühl. Ne? Also ich kann immer mehr damit machen. Aber also zum Thema Video, wir können jetzt schon KI gezielter einsetzen. Also ich kann weiterhin die Videos, wir haben hier so ein Webinar, das wird hier von echten Menschen generiert, aber ich kann den KI hernehmen und zum Beispiel Shortclips, ne? Also diese kurze Videos daraus zu generieren und vielleicht dann meine interne oder auch externe Kommunikation benutzen. Das ist ein Anwendungsfall, den ich habe. Und die Frage ist halt, ob wir das in der internen Kommunikation mehr benutzen werden. Also Shortclips, es ist nicht so verbreitet, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die wir haben. Du meinst, dass das, was im privaten Bereich jetzt viele Leute aus den Social Media schon kennen, auch den Weg in die interne Kommunikation findet? Also ich sehe das bei manchen Kunden schon ein Interesse dahin. Also ich will vielleicht nicht nur textbasierend kommunizieren, ich will vielleicht auch hier Videos benutzen oder eben Podcast-Format. Ich glaube, das Interesse wächst, ne, weil die Möglichkeiten werden auch mehr und es wird einfacher. Das ist halt das Ding. Es ist nicht so, ich brauche kein Studio, um was zu generieren, ich brauche ein Prompt. Und du kannst damit einfach mehr Kanäle bespielen, als du es vorher können hast. Oder sagen wir mal, mit dem gleichen Aufwand wie vorher schaffst du es, mehr Kanäle zu bespielen. Ja. Ich glaube, bei der KI, wir müssen uns teilweise selber in der Kommunikation immer ein bisschen an der Nase nehmen, dass wir jetzt nicht weil auf einmal so viel möglich ist, dass du erstens nicht zu viele Kanäle vielleicht dann auswählst, nur weil du es jetzt schneller erstellen kannst den Content, dass man da trotzdem auf einen klaren Fokus basiert, wo macht was auch wirklich Sinn und wann gehe ich vielleicht auch ein bisschen von online weg zum Beispiel, macht auch noch ein paar persönliche Themen und so, gerade in der internen Kommunikation total wichtig, so Infoveranstaltungen oder wie auch immer. Wo ich mir dann wieder Zusammenfassungen von der KI im Nachhinein generieren könnte. Aber ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass man die Kanalflut nicht zu weit ausweitet, weil es einfach irgendwann dann auch überfordernd ist. Wenn ich über 10 verschiedene Tools die gleiche Information bekomme, wissen die Leute dann oft nicht mehr, das merke ich auch. Wo bekomme ich jetzt was her oder was ist welches Tool jetzt noch zuständig? Das ist einfach so viel, dass man ab und zu vielleicht die Tools ein bisschen einschränken sollte oder einfach bewusster auswählen soll. Ich meine, eine Zielgruppenadressierung haben wir ja schon länger und das ist bei allen Intranets, die ich in letzter Zeit gemacht habe, immer ein Thema gewesen, das im Endeffekt mittlerweile recht einfach umsetzbar ist. Wie würdest du sehen, dass ich sage, wenn ich jetzt KI verwenden kann, um aus einem Content-Piece mehrere auf verschiedenen Kanälen zu machen, müsst ihr rein theoretisch mit mehreren Kanälen aber trotzdem eine Möglichkeit haben, dass ich viel gezielter manche Benutzergruppen oder manche Leute dort erreiche, wo sie sind. Bei euch sind Leute, die permanent unterwegs sind im Ausland, die haben, glaube ich, meistens kein Laptop mit, kein Desktop-Laptop, vielleicht haben sie nur ein Tablet oder ein Handy.
Wir sind auch schon drauf gekommen, da habe ich auch ein bisschen zurückstecken müssen, dass so nur über eine Plattform, wie wir es gern hätten, auch, das ist die Hauptkommunikationsplattform und das bleibt so, funktioniert halt eben nicht, weil wir doch eben so viele verschiedene Berufsgruppen haben, Arbeitsweisen, Gewohnheiten, die sich sehr langsam ändern teilweise, was auch ein Riesenthema jetzt bei der KI ist. Aber ja, wir kombinieren meistens so 2 bis 3 Tools und schauen dann aber auch, dass es dann auch reicht. Also wir haben News zum Beispiel auch bei Teams Push-Nachricht, die wir dort nochmal extra pushen, wenn sie wirklich sofort gelesen werden sollen. Wir haben das auch übers Mail gehabt. Das haben wir jetzt aber wieder eingestellt, weil wir gesagt haben, okay, Teams und Mail gleichzeitig, das sind dann im Endeffekt 2 parallele Tools und im Intranet, das ist dann zu viel. Man muss sich da ein bisschen herantasten und ich glaube, man darf das auch wieder ändern. Wenn es jetzt nicht so häufig ist oder so, wir geben das dann gern so weiter aufgrund von dem Feedback der Leute. Also wir sagen das auch ganz ehrlich, ihr habt uns rückgemeldet, deswegen ändern wir jetzt wieder Dinge. Dann merken sie auch, es bringt was, wenn man konstruktives Feedback zurückbringt, auch an uns, weil es ist ja auch klar, dass man nicht immer alles von Anfang an richtig machen kann. Und so haben wir das dann. Wie schafft ihr das, dass ihr wirklich konstruktives Feedback zurückbekommt? Wie lange musst du auf dem Thema draufbleiben, bis die verstehen, dass es wirklich gewünscht ist und dass du genauso mit harten negativen Feedback leben kannst, wie mit seltenem positiven, weil so sind wir zumindest in Österreich meistens gestrickt. Also ich muss sagen, wir haben jetzt einen sehr, sehr starken Wertefokus bei uns in der Kommunikation, tatsächlich wirklich sehr stark. Und da gehen wir auch immer mit, dass die Leute schon bitte so auch intern kommunizieren würden, wie sie nach extern kommunizieren. Also höflich, freundlich. Wir haben KVB-Punkte, die man einlassen kann. Also über das kommt sehr viel rein tatsächlich. Vieles merke ich aber auch einfach in der täglichen Zusammenarbeit mit den ganzen Redakteuren, zum Beispiel die Infosessions, die ich vierteljährlich fast mache. Das ist ein irrsinniger Mehrwert. Da bekommen wir mit, was gar nicht läuft, wo wir geglaubt haben, das ist super und das nutzt dann gar keiner. Also da diese Infosessions und die tägliche Zusammenarbeit ist, glaube ich, das, wo wir den meisten Input wirklich reinholen. Ganz unterschwellig auch, indem ich merke, welche Fragen sie mir stellen. Wo ich merke, okay, das ist jetzt ein Thema, das haben wir schon so oft und das ist noch überhaupt nicht angekommen. Aber was ich da jetzt raushöre, oder wie würdest du das sehen, das ist ein Punkt, wo ich KI gar nicht nutzen kann. Weil da brauche ich den persönlichen Kontakt. Ja. Ich muss irgendwie verstehen, was zwischenmenschlich passiert. Ich muss reininterpretieren können, was mir jemand sagen will. Ja, das ist die Gefahr, die vielleicht man durch KI hat, ne? Dass eben dadurch halt Kontext verloren wird. Und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Vielleicht kurz, wenn wir ein bisschen weitergehen mit dem Thema, wie ich Leute erreiche zukünftig mit KI und welche Rolle vielleicht ein Intranet da spielt. Und dann hat man hier auch noch die Sicht der internen Kommunikation. Also da glaube ich, hat man 2 Möglichkeiten hier. Ne? Also als interne Kommunikatoren wollen wir weiterhin einen Ort haben, wo ich Newsletter generieren kann, wo ich einen Editorial-Kalender haben kann, wo ich einen Überblick haben kann von den Inhalten, was wir generieren und wann was rausgeht. Vielleicht auch Tools, die mir unterstützen, den ganzen Inhalt, die rausgepusht wurde, zu verwalten. Also das ist ein Teil, wo dann KI dann auch uns unterstützen kann und wo ein Internet auch noch Sinn macht. Und aus Anwendersicht, da haben wir, das ist halt eine spannende Sache. Ne? Also habe ich noch den Bedarf, dass ich zu einem Ort hingehe, um Inhalt zu konsumieren, oder kommt der Inhalt dann zu mir? Unterstützt KI da dabei? Wie seht ihr das dann? Also wie erreichen wir dann Mitarbeiter in der Zukunft oder jetzt wird es halt schon präsent? Du meinst, was wir uns auch vorher schon mitgenommen haben, wie können wir gewährleisten, wissen wir, ob die Mitarbeiter auch zukünftig in ein Intranet reingehen werden oder das nur mehr als Datenquelle verwenden? Ja. Die Frage ist, ob sie es jetzt schon machen. Also bei euch sind es sehr viele Leute, wie wir gesehen haben in den letzten Umfragen. Also da passiert wirklich viel, die zumindest einmal in der Woche das aufmachen.
noch wirklich extrem viele, auch das täglich machen. Mhm. Aber wir haben schon durchaus ein Thema auch mit Sichtbarkeit im Internet, viel Info. Das ist zu viel, das ist also nicht relevant für uns. Ich glaube, da kann die KI durchaus positiv sehen. Ich habe da mittlerweile eine Einstellung ist, es ist für mich okay, wenn die Leute gar nicht, also wenn sich die Information, sie zum Beispiel über einen Copilot holen und schreiben, was ist im Internet die letzten Tage gepostet worden, weil ich war auf Dienstreise und konnte nicht reinschauen oder aus welchen Gründen auch immer. Oder ich bin einfach keine Person, die regelmäßig reinschaut, kann mir da der Copilot dann halt die Informationen wieder generieren. Und ich als Kommunikationsbeauftragte habe dann trotzdem mein Ziel erreicht und habe die Leute ja trotzdem in einer Art durch meinen Internetbeitrag, weil dann habe ich es halt für die KI geschrieben, sozusagen, die sich dann Also die die Informationen Datenbasis wiederholt oder den geschaffen, Link verlinkt und dann lässt sich der Kollege oder die Kollegin das durch. Also das ist so eigentlich was Positives, finde ich, dass sich weil anstatt dass sie es gar nicht lesen, haben sie dann wenigstens Zusammenfassungen oder direkt die Links. Es ist eine andere Beschaffung der Information. Aber man hat immer noch weiterhin einen Ort, wo der Inhalt lebt. Ne? Also Ja. der ist der muss irgendwo sein, ja klar. Und die ich nicht extra befüllen muss. Das ist ja auch eine tolle, weil früher wenn ich ein Kommunikationsmittel mehr haben wollte, musste ich es aus Kommunikationssicht zusätzlich befüllen. Klar, Das das muss ich die stimmt, KI ja, jetzt absolut. nicht mehr tun. Das ist ein Vorteil aus kommunikationsseitig, finde ich. Die Mitarbeiter, die sich die Informationen über den Copilot vielleicht holen, weil sie jetzt eine Woche nicht da waren oder weil sie sagen, sie wollen das Internet nicht besuchen, würdest du es dabei belassen, dass du das als Hohlschuld von ihnen siehst? Oder würdest du ihnen das irgendwann vielleicht auch aufs Auto drucken und sagen, hey, es gibt einen Agent, den kriegt ihr alle und der wird euch am Ende der Woche, wenn ihr nie drinnen wart, quasi alles rüberschieben, was ich als wichtig erachte oder als Kommunikation, damit ihr es zumindest irgendwo mal aufblinzen gesehen habt und wenn es nur die Beschreibung ist und so vielleicht Interesse entsteht. Ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie das ist, ob wir da jetzt irgendwie in die Push-Variante gehen. Wir pushen ja schon zusätzlich News, die besonders schnell oder wichtig sind und gelesen werden sollen mit diesen Teams-Triggern, wo ich glaube, dass das schon sehr viel Push von unserer Seite ist und wenn dann zu viel noch einmal kommt, Dann sind ist sie wieder das genervt. Ablehnung, ja klar. Ich glaube, da muss schon ein bisschen auch von Ihnen das Interesse kommen und ich glaube, das ist einfach ein Punkt mehr, wie wir vielleicht wieder zusätzlich Leute erreichen können, die nicht sehr, sagen wir sagen, anfällig für so Informationsabholung sind. Okay, schön gesagt. Gut. Wir sind zeitlich recht weit fortgeschritten. Vielleicht fassen wir noch kurz zusammen. Zukunft der KI in der internen Kommunikation oder Zukunft der KI allgemein. Das zu bewerten ist für uns verdammt schwierig. Wir sind da jetzt nirgends involviert, wo sich wirklich weit in der Zukunft hin entwickeln wird. Wir sehen im gesamten Unternehmen, aber auch speziell in der internen Kommunikation auf jeden Fall einen Mehrwert, den man schaffen kann. Wir sehen genauso die Herausforderungen, die Leute, die es jetzt schon nicht nutzen, anzusprechen. So richtig weit in die Zukunft schauen können wir noch nicht. Ist aber dann vielleicht eine gute Überleitung. Wir werden einfach demnächst wieder ein Webinar machen und uns dann anschauen, wie es sich weiterentwickelt hat. Vielleicht dürfen wir dich dann nochmal wieder als Gast bei uns haben. Das wäre sehr schön. Bei unseren Zuschauern würde ich mich gerne bedanken. Und damit bitte einblenden, unser nächstes Webinar bewerben. Da wird der Bernd, und das passt uns gut jetzt zur KI dazu, einen Tag im Leben eines Projektmanagers mit Microsoft 365 Copilot beleuchten. Das wird sicher super spannend. Ich sitze ihm quasi gegenüber und weiß, wie aktiv er das vor allem in den Projekten nutzt und was für einen Mehrwert er daraus zieht. Ich bin schon persönlich gespannt, ihm da mal wirklich über die Schulter schauen zu können. Auf jeden Fall anschauen, anmelden. Ja. Und danke. Danke euch beiden. Dankeschön für die Einladung. Danke Danke an die Besucher.